Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Heute besuche ich die Heidecksburg in Rudolstadt, das prachtvollste Barockschloss des 18. Jahrhunderts im Freistaat Thüringen. Gern möchte ich euch die Räumlichkeiten, die prachtvollen Säle und die historischen Persönlichkeiten etwas genauer vorstellen. Im hohen Mittelalter, noch Besitztum der Grafen von Orlamünde, erwarben im Jahr 1340 die Schwarzburger Grafen die Burg. Von 1574 bis 1918 war sie Residenz der Grafen und späteren Fürsten von Schwarzburg-Rudolstadt. An die Burganlage der Grafen erinnern nur noch Gewölbe und Mauerreste in den Kellerbereichen des Schlosses sowie die Umfassungsmauer der unteren Gartenterrasse. Sie war Teil einer Ringmauer, die den Verteidigungshof der Burg umschloss. Im Jahr 1571 bezog Graf Albrecht VII. Von Schwarzburg die Burg als ständigen Wohnsitz und wählte Rudolstadt zu seiner Residenz. Die bestehende Anlage ließ er erweitern und umbauen. Doch am 25. März 1573 vernichtete ein Brand Teile des bestehenden Wohnflügels. Daraufhin ließ Albrecht VII. Eine 3-Flügel-Schlossanlage errichten. In dem Vorzimmer zum Roten Saal, dem Audienzsaal, warteten einst die Besucher, die zur Audienz erschienen waren. Um 1795 ließ Fürst Ludwig Friedrich II. Den Raum im damals modernen klassizistischen Stil ausstatten. Ludwig Friedrich II. Wurde am 9. August 1767 als Sohn des Erbprinzen Friedrich Karl von Schwarzburg-Rudolstadt und dessen erster Gemahlin Friederike geboren. Zu dieser Zeit regierte sein Großvater Ludwig Günther II. Das Fürstentum. Ludwig Friedrich ließ nach seinem Regierungsantritt das Weiße Zimmer nach einer neuen Kunstauffassung gestalten. Der Raum ist in den Modefarben der damaligen Zeit weiß und pastellblau gestrichen. Nachhaltig geprägt wurde Prinz Ludwig Friedrich durch den Umgang mit den Familien von Stein, von Lengefeld und von Beulwitz. Am Fuße des Schlossberges pulsierte zu dieser Zeit das geistige Leben in den Salons der Beulwitz und der Lengenfels. Unten in der Stadt stürmt inzwischen ein Friedrich Schiller die Salons mit seiner neuen, begeisternden Gedankenwelt. Der Dichter der Räuber des Don Carlos lernt hier bei seinem ersten Besuch im Dezember 1787 Charlotte von Lengenfeld kennen, seine Charlotte. Aber der junge Dichter ist alles andere als ein begehrenswerter Schwiegersohn. Charlottes Mutter, Luise von Lengefeld, als Erzieherin und Hofmeisterin auf der Heidecksburg lebend, kann nur schwer an ein Glück glauben zwischen ihrer Tochter und dem mittellosen Schiller. Seit 1789 wohnte die verwitwete Luise von Lengefeld am Hofe der Heidecksburg und wurde zur Vertrauensperson der fürstlichen Kinder. In den folgenden Jahren lernte der Prinz Ludwig Friedrich so viele interessante Menschen kennen. Am 29. Mai 1788 machte er die Bekanntschaft Friedrich Schillers und am 7. September im gleichen Jahr Johann Wolfgang von Goethes.
Der für die Staatsgeschäfte konzipierte Rote Saal, bereits 1741 von Johann Christoph Knöffel im Rohbau fertiggestellt, sollte als Audienzsaal für die Staats- und Regierungsgeschäfte des Fürsten und für kleinere Feste dienen. Hier empfing der regierende Fürst Johann Friedrich von Schwarzburg-Rudolstadt wichtigen Besuch, zum Beispiel andere Fürsten. Der Kronleuchter funkelte, sobald der Diener die zahlreichen 149 Kerzen angezündet hatte. Geschliffenes böhmisches Glas reflektierte das Licht. Dadurch erschien der Raum viel heller. Große Spiegel an der Wand verstärkten zusätzlich diesen Effekt. Johann Friedrich gehörte zu den Regenten des Fürstentums Schwarzburg-Rudolstadt, die das geistige Leben am Hofe und im Lande, das Kirchen- und Schulwesen, Wissenschaft und Kunst sowie die wirtschaftliche Entwicklung nachhaltig beeinflusst haben. Nach dem unerwarteten Tod seines Vaters Friedrich Anton übernahm Johann Friedrich 1744 im Alter von 23 Jahren die Regierung. Er bemühte sich zunächst, die Arbeiten an der Heidecksburg voranzubringen und für den Innenausbau Kunsthandwerker und bildende Künstler zu gewinnen. Die enormen Kosten, die der Bau zusätzlich zu dem ohnehin übersteigerten finanziellen Aufwand für die Hofhaltung verursachte, zwang die fürstliche Regierung geradezu, alle natürlichen Ressourcen des Landes zu nutzen, sowie Handel und Gewerbe zu fördern. Aus diesem Grund erteilte er 1760 das Privileg für eine Porzellanmanufaktur, der er als Mitgeschäftsführer angehörte und die als ältesten Volksstädter Porzellanmanufaktur bis heute existiert. (1767) verstarb Johann Friedrich unerwartet. Da er nur 2 Töchter hinterließ, folgte ihm im gleichen Jahr sein Onkel als Fürst, Ludwig Günther II. In der Regierung. Sein Sohn, Erbprinz Friedrich Karl, hatte bereits 1763 Johann Friedrichs älteste Tochter Friederike geheiratet. Johann Gottfried Krone gelang es, die geplante strenge Innenarchitektur durch geringfügige Veränderungen zu beleben. An der Ostwand fügte er eine Ofennische ein. An den beiden Schmalwänden ließ er Wandvorlagen aus Stuckmarmor ausbilden. Im Jahre 1744 beauftragte der regierende Fürst Johann Friedrich von Schwarzburg-Rudolstadt den Maler Lorenz Deisinger, ein Deckenfresko mit der Allegorie der Tugenden zu malen. Das Deckengemälde nimmt Bezug auf die Funktion des Raumes, ein Sinnbild der Tugenden eines Herrschers. In den 4 Ecken der Saaldecke erscheinen als Sepiamalerei die damals bekannten 4 Erdteile als Ausdruck der Macht. Während die nördliche Wandvorlage durch einen Konsoltisch betont wird, ist in der südlichen Wandvorlage ein Kamin eingefügt. Darüber sind die dekorativen Gemälde mit den in der Jahrhundertmitte beliebten Schäferszenen in die Wand eingelassen. Diese und auch die daneben hängenden Ölgemälde Frühling und Herbst schuf der sächsische Hofmaler Christian Wilhelm Ernst Dietrich. Nach dem Vorbild des französischen Königshofes konnte in diesem Raum, dem Roten Eckkabinett, ein morgendlicher Empfang während des Ankleidens und Frühstückens stattfinden. Die Bestimmung der Räume wird durch die Decken- und Wandbilder deutlich.
Eine Frau mit der Mondsichel auf dem Kopf. Das ist Luna, die Mondgöttin. Rechts neben ihr Amor, der Liebesgott. Er trifft Luna mit seinem Liebespfeil. Und so verliebte sie sich in den schönen Endymion. Die Sage erzählt, damit ihr der Geliebte ewig treu bleibt, lockte sie ihn in eine Höhle und versetzte ihn in einen ewig währenden Schlaf. Auf dem Deckengemälde sieht man, wie sich Luna dem schlafenden Endymion nähert, gemalt 1745 von Leopold Deisinger. Weiterhin sind an den Wänden die Nacht und der Morgen zu sehen, sowie Venus, die den schlafenden Adonis belauscht. Die Schnitzarbeiten an den Spiegelrahmen, Konsoltischen und Türfüllungen des Hofmodellmeisters Karl Adolf Kandler vermitteln einen Eindruck der Formensprache des Rokoko. Der Rahmen des Gemäldes ist aus echtem Gold, hauchdünn aufgetragen, in einem sogenannten Blattgold. Das Schild über dem Türrahmen ist ein Schmuckelement. Darauf sind Buchstaben eingearbeitet. F mit J verbunden und ein B ist mit C und S verwoben. Diese Initialen stehen für den regierenden Fürsten Johann Friedrich und seiner Gattin Bernhardine Christiane Sophie. An das rote Eckkabinett des Fürsten schließt sich ein kleiner Raum, ein Alkoven an, ein Schlafgemach mit Bett. Der kleine Raum wurde ursprünglich durch eine runde, bogige Glastür abgetrennt, die aber einen Blick in das Ankleide- und Frühstückszimmer erlaubte. Der von Krone entworfene Fußboden verbindet beide Räume miteinander. Dieses Schlafzimmer war schon immer ein öffentlicher Ort. Der Fürst hatte für jeden Handgriff einen Adligen aus der Hofgesellschaft. Jeder, der einen Dienst im Schlafgemach des Fürsten verrichten durfte, konnte sich geehrt schätzen, denn ihm wurde dadurch eine besondere Gunst gewährt. Nach einem erneuten schweren Brand im Jahr 1735, der das Residenzschloss Heidecksburg stark zerstörte, wurden Teile des Schlosses durch die Baumeister Johann Christoph Knöfel und Gottfried Heinrich Krone neu geplant und gebaut. Das erste Obergeschoss des Westflügels nahm die Ankleide-, Schlaf- und Audienzräume des Fürsten und der Fürstin sowie den Festsaal auf. Mit dieser Galerie an der Hofseite wurde von Knöfel ein bequemer Zugang von den Vorzimmern zu allen Räumen des Westflügels geschaffen. Sie ist der Hauptzugang zum Festsaal und musste deshalb eine betont repräsentative Ausstattung erhalten. Durch den polierten Marmorboden erhält die Galerie eine festliche Note. Die graublauen Marmorplatten, die aus einem Steinbruch in der Nähe Schwarzburgs stammen, wurden 1747 verlegt.
Johann Christian Heinze und Karl Christlieb Rheintaler erhielten im Jahr 1750 den Auftrag, Landschaften mit Bewohnern aller Erdteile zu malen. Hinter Brüstungen stehend wenden sich die dargestellten Personen in landestypischer Tracht an die Gäste und laden ein zum Gespräch über Reisen, fremde Kulturen und die Entdeckungen des 18. Jahrhunderts. Der Festsaal, um 1750 fertiggestellt, ist ein Meisterwerk des Weimarer Landbaumeisters Gottfried Heinrich Krohne. Durch 2 Etagen zieht sich der Prunksaal, 12 Meter hoch. Wellenartig gleitend ist der Grundriss des Raumes. Die dem Raum eigene und sich mitteilende Bewegung, hervorgerufen durch Wandschwünge, durch blau, grau, gelb und rotbraun schimmernden Stuckmarmor und durch die plastischen Arbeiten und die Gemälde, lassen ihn zu einem harmonischen Gesamtkunstwerk werden. Diese wellenartige und gleitende Bewegung ist auch am Musikantenbalkon ausgeführt, ein von Atlanten getragener Balkon über dem Hauptzugang, welcher der Hofkapelle vorbehalten war. Dieser prunkvolle Saal gehört heute zu den bedeutendsten Innenarchitekturen des Rokoko in Deutschland. In den unteren Arkaden konnten einerseits Schrankstühle und andererseits die nicht in Erscheinung tretenden Zugänge zum roten und grünen Saal eingefügt werden. Darüber ordnete Krohne für die Hofgesellschaft Logen an. Innerhalb von 4 Wochen schuf der Maler Deisinger noch im Jahr 1744 das gewaltige Deckenfresko, das den im Olymp versammelten Götterrat zum Thema hat. In der Dekoration und in der Ausgestaltung seiner Bauten zeigt sich Krohnes Meisterschaft. Nach seinen Entwürfen schaffen Handwerker, Maler, Tischler, Stuckateure Kunstwerke der Innenausstattung. Keine Ecken und keine leeren Winkel kennt der Raum. Alles ist malerische Bewegtheit, Barock in höchster Vollendung. Nun möchte ich mich ganz herzlich von euch verabschieden. Ihr habt nun einen sehr interessanten Einblick in dieses wunderschöne Barockschloss und in die Geschichte erhalten. Hat euch dieses Video gefallen, dann würde ich mich wieder sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Burgenvideo verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sage dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!